welkom bij Pr.Abe wat je hier zijn. En welkom iedereen wat online kijken dat of nog wat kijken. We freuen ons deze vanmiddag met jullie op te spelen. En dat is een bijzondere, ganz bijzondere morgens van jou. En een ganz bijzondere oosteren van jou. Wo we ons alle met zo'n apart abholen, families en groepen opkomen en thuis. En er hier oosteren vieren. En er staat in de kerk, maar ik hoop iedereen wat gezien zijn en God is krijgt zo goed in deze tijd met ons als we alle hier zijn. Ik wil een vers lezen voor we afhangen. Matthäus 16 sagt, die aber seht an, sie sollen sich nicht fürchten. Die sieht nur Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wird. Er ist abgestoßen, er ist nicht hier. So, das ist eine Zeit, wo viele Menschen dort auch ganz oben ist, mit derselben News, dort alle Tag von hier. Wo das eine gute Norecht von dir. Jesus ist abgestoßen und er gewarnt, dort ganz schlecht und dort ganz ekligste. Nicht nur, wo wir können sein, dass die tot. Und wie durchs Hupning, durchs Leben gehupning, und er sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Und wenn wir uns von dir abbühen, wenn wir Mut fühlen, wenn wir wieder gehen, eine Bekanntmerkung für die lokale Kirche. Kindertag ist abgeschoben worden. Wir wollten noch nicht von neu, aber so schwindesmäßig, dass da normal ist, dann wollen sie das bekannt machen, wenn neu der Kindertag ist. So, ich freue mich, wir abstehen, weil wir Gott loben und preisen. Gracias a Dios, al Señor iré, su amor es para siempre.
de kroppen, dort düstere Leben, ins Neue kraftig, en so viel stärker, dort im Himmel, weil sie war alles. Der rette Welt, der grote Ohnmacht, die sind belogen, stund vom Wunder, Königen Herrlichkeit, als sie war alles. It's wonderful, they know, der vollständige Lord, nun sie nicht still, du Herr, Gott, du bist Krieg dort drüben, durch die Leben hat, vor es ist Krieg und Welt. Oh, Jesus, wegdenkbar, dort wo die Deutsch für mich. Bringt uns drüber, bringt in Ordnung, wir sind Kinder, sind Sehnen doch da, dort sind die König, weil sie war alles, der vierte Länder, mit rechte Wahrheit, schiebt uns der Sohn, in Tag der Herrlichkeit, dort sind die König, weil sie war alles. Gottes Nummer ist und wird, ans Gebot der König gewohnt und drauf. Gottes Nummer ist und wird, ans Gebot der König gewohnt und drauf. Gottes Nummer ist und wird, ans Gebot der König gewohnt und drauf. Gottes Nummer ist und wird, heute, ist wundervoll in Not. Der ist verständige Lord, dass die nicht still, du Herr, Gott, die nicht liegt dort drüben, gleich den Leben an, so recht wie Krieg und Welt. Oh, Jesus, wegdenkbar, dort wo die Deutsch von mir. Halleluja, amen. Und das schon und all dat van je, wo wir für mit dir, da bleibt alle du im Grab, was Jesus abgestimmt hat. Und wenn wir ihm dann noch nicht haben, evagiert, dann werden wir ihm dann evagiert. Bring me up in that silence.
brieren die. Dat du überwunden hast. Die gewanst, den Feind und die gewanst den Tod. Nou, voor jou is het niks in ons Leben, wo wir mit dealen. Wo die uns nicht was halten, mit der wir kommen. Aber ich komme von dir auf. Bring Menschen zu dir, wo du in Angst leben, wo du in Sorgen leben, wo du krank sein, wo du nicht Hoffnung haben. Du hast wahrscheinlich harten Fall. Aber dann bent so wie dort. Dinge ramans, Dinge wat wir gleichen, Dinge wat wir gewarnt sind zu tun. Das kann so hastig so leicht meinen, dass du nicht mehr wohl sein. Ich glaube, dass du uns am besondere Wahrheit dich bei sein und uns Kraft geben, dass die wirklich würden am festen Grund stehen. Dass wir würden zufrieden sein, wenn wir das nicht mehr haben, als bloß die. Und dass Freiheit wird immer an. Wenn es die Leben die Hoffnung wird, wie die in die haben. Dankeschön, Jesus. Strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still redeem. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life from
uns Freiheit, nicht mehr gebunden sind im Düstern, ein Leben bleiben Schein hat, Adios und Freiheit. ich sieh mein Herrlichkeit gekleid, in Helga jetzt belüften mich, ich Bewohnenheit hast du betont, Gott nie die habe ich auf der Stube Strom. Ich kann leben in mir, Jesus, Adios und Freiheit. Ich feuer, gebunden sind in die Schritt, in ihre Leiben scheinen, Adios und Freiheit. Adios und Freiheit, die uns die Freiheit, die Kinder sind weit. Freiheit, adios und Freiheit, die uns die Freiheit. Halleluja. Freiheit, adios und Freiheit, die uns die Freiheit. Kinder sind weit. Freiheit, adios und Freiheit, die uns die Freiheit. Halleluja. Die habe ich auf der Stunden Thron. In mir. Nicht Feuer, gebunden sind in Wiesen, ich lebe in ihre Leiben scheinen, Adios und Freiheit. Die habe ich auf der Stunde Thron. Ich kann leben in die Jesus, Adios und Freiheit. Nicht Feuer, gebunden sind in Wiesen, ich lebe in ihre Leiben scheinen, Adios und Freiheit. Ich habe auf der Stunde lebt in Liebe, lebt in Liebe, bringe gebunden sind in Liebe. Adios und Freiheit, Adios und Freiheit. Halleluja, Jesus, wir danken dir für die Freiheit, was du uns gegeben hast. Wir danken dir über alles. Für deine Erradung. Wir danken dir, dass wir können zu alle Zeiten in dich kommen. Wir danken dir, dass du uns hast Abwerstunde Kraft gegeben. Und das Abwerstunde Kraft, die reden wir heute in uns. Herr, wir reden da heute zu der Welt, dass ihr das noch erkannt, dass du hast eine Kraft, wieder natürlich, das ist eine Kraft, was du von den Thron, von den König kommt. Und der Kraft, der kann heilen, der kann frei machen. Der kann segnen, der kann versorgen. Der kann Frieden bringen im Leben. Herr, wir beten für die ganze Welt von dir und alle Distanz und Angst, wo die Welt ist. Wir beten, dass deine Gnade und deine Liebe, wo du handgeregt worden durch dein Wort, durch die Kinder Gottes. Herr, dass du wirst verherrlicht worden und dass dein Namen und dein Recht wird gebüht worden. Mag dein Willen hier bei ihr so passieren als im Himmel. Herr, wir beten für Ticken zum Wunder, dass die wirst stehen durch all deine Kinder, Herr. Dass die wirst bewiesen, dass du wirst treu, was an uns leben wird. Herr, wir danken dir, dass du
sterben und von dir auch besonders zelebrieren, wie dass du was abgestoßen, dass du am Sieg leben kommst und an Sieg jaffst und dass wir frei sind. Und in Glauben an die, dann sind wir frei. Halleluja, Jesus. Wir geben die Anerkennung von dir, wir geben die ihr. Für immer und für immer in Namen Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Kan je doel dankzij worship team van ons leiden en aanbidding. Dankzij alle voor je wat on livestream zijn. We wensen je Gottes sehen. We wensen dat je mochten de Gottes sehen wordt zo vallen, zoals we hier im Gebiet vallen. En dat je worden gezegend worden. Von der als wir Ostern zelebrieren, ja, mir die Geschichte lesen in Matthäus Kapitel 28 und dann von Vers 1. Und da sagt es dort, als der Sabbat über wir, tätig ersten Tag in der Werk, gingen Maria Magdalena und der andere Maria der Kraft zu beseinen. In haar du passiert ein großes Erdbeben, als der Herr sein Engel kam vom Himmel, rauf und roll den Stein weg und sah sich zu boven durch. Sein Gesicht schien so aus seinem Blitz und seine Kleider waren so witt aus der Schnee. In der Wacht vervierten sich so sehr, dass sie zitternd handfallen, als wenn sie tot wären. Aber der Engel sagte zu der Früh, fürchtet nicht, ich weiß, dass ihr den Jesus sehen, der durch gekreuzigt ward. Er ist nicht hier, er ist abgestoßen, so als er sieht. Kommt, kijkt, wo er gelegen hat. Dann kämen Schwinn, dann gut Schwinn und sagt seine Jünger, dass er vom Tod abgestoßen ist und dort er ver in Galiläa gehen wird. Du war je am Seinen. Ich habe ihn dort nie gesagt. Dann gingen sie Schwinn vom Graf weg, mit Furcht und großer Freude und rannten mit seine Jünger in Seden an dort. Und als sie gingen, seine Jünger dort zu berichten, dann begehen Jesus an und begreist an. Und sie gingen nur da, hielten Arm an der Feit und kneiden vor am Dohl. Dann sagt Jesus zu ihm, fürchtet nicht. Gut, und sag meine Brüder, dort sie sollen in Galiläa gehen, dort wollen sie mir sein. Halleluja. Von der meine Botschaft alle nahen, der Goode Norecht. Hier sind wir eine Sache Goode Norecht, was hier so passieren wird. Erstlich, wir weiten dort, der Goode Norecht ist, dass Jesus ist abgestoßen. Und wenn wir denken, dann, dass das eine Goode Norecht, dass der Engel kam und dass er den Stein wegrollen hat. Wegen das beweist, dass Gott hat die Macht und er hat die Sieg. Und dass er kam vom Himmel rauf und er hat den Stein weg und er sah sich zu boven durch. Und ich glaube auch, dass er sich zu boven durch sah, das beweist auch, dass Gott als der, was den Sieg geben wird. Und er wird, was ich sagen, das beweist Autorität, dass der Engel kam und er sah sich zu boven durch. So, das ist eine gute Norecht. Der andere gute Norecht ist dort, dass der Wächter, was wir weiten der Kraft, das wird ganz besiegelt. Nicht? Wir weiten, sie haben dort so beschlossen und dort sie wirkten und so wieder. Und dort wies uns, dort der Wächter, dort sagt, dass sie fallen haben und dort sie werden sie aus Tod. Dort wies, dass du als keine Kraft, was Gott nicht durchkriegen kann, was auf dieser Welt herrschen wird. Gott kann dort alle durchkriegen und er besiegt dort. Er hat Satan besiegt und er hat uns Frieden gebracht. Und an dort zu denken, dass ihr ans Maut zum Pferdewach kicken und Pferdewach mehr und weiten dort Satan hat nicht mehr machen. Er schmiert die Dulse, als wenn die tot sind. Wir weiten dort Gott sagt, wenn er will bloß brücken, einmal mit seinen Fingern tüchsen, dann wird Satan voll. Und dort ist wer Gott ist. Er hat die Macht über alles. Er hat die Macht, durchzukielen, den Satan in den Arm zu besiegen. Der andere große Friede ist und große Norecht ist, dass er sagt zu der Früh, dass die Brücken nicht fürchten. Und all das Leben, wo wir sind, wir brücken nicht fürchten. Sie wären sozusagen eine Verzweiflung und sie wären durch ihr was, wo sie Jesus gekreuzigt haben. Und sie haben gedacht, er wird der Messias nicht. Und über all dem, dann haben sie ihn gekreuzigt und
Und sie wären eine Verzweiflung bern. Aber wollt ihr dort erst immer war, wenn es ein Tag dies, dass du kann auch immer war, ein guter Sonntag sein, du kann ein guter Tag kommen, wo du Auferstehungskraft hast und du erst leben. Und jeder Tag kann wie dort sein, von dir erst der Tag, wo die Auferstehungskraft an mir leben wird. Und ich war der umwandelnde Kraft. Und ich habe Autorität von Gott gekriegt, durch seinen Heiligen Geist. Und so, sie sehen, sie dürfen sich nicht, die Engel sehen, sie dürfen sich nicht fürchten. Und das andere Goede Norecht ist, dass er sieht, dass er ist abgestoßen. Er ist abgestoßen. Und das andere Interessante, was der Engel sagt, er sagt, komm, kickt, wo er gelegen hat. Ich dachte, das passt nur an unsere Kultur an. Wir wollen sein, wo alles ist, nicht so? Wenn ich denke, besonders wenn die schlechte Dinge passieren, und dann will wir besonders sein, wo das alles passiert ist, nicht so? Als du in Eiglach warst, dann will wir schwimmen alle vorne kicken, wo das ist, nicht? Mir ist es interessant, als jemand sehr krank, dann wollen wir nach schwimmen alle gehen kicken, wo krank der ist. Als die Person gestorben, dann wollen wir kicken, wo sitzt denn nie, die Person, oder den Körper nicht, wo sitzt denn nie? Und ich glaube, dass es nicht mehr arg, wenn der Engel sagt, dort nicht kommt, und kick, wo er hier allein hat. So, wenn wir es dort sagen, dann brauchen wir uns gleich schlecht fallen, wenn Gott schickt den Engel und sagt, wie ist das frühes Mal, wo er mit dieser Sache steht. Und so, das was sie deuten, sie gingen und sie kicken. Und das andere gute Ding ist, dass der Engel, der brach in Norecht, zu der frühes und dort der früheste Sohn wieder drehen. Und wenn wir denken, dann, Gott, er bringt uns eine gute Norecht, aber er will auch, dass wir Menschen die gute Norecht wiederbringen. Wegen, er sagt zu der frühes, dass sie sollen gehen in die Jünger dort sein, dass Jesus ist abgestohlen und dass sie sollen hingehen in Galiläa und du wollen sie empfangen. Und so, du wollen sie mit ihm reden können, du wollen sie am treffen. So, das gibt ihnen eine große Freude. Das sagt, dass sie gingen von den Grabwagen mit Furcht und große Freude. Sie hatten eine Furcht vor Gott, ich glaube, sie hatten eine Furcht vor der Respekten, was passieren soll, aber sie hatten eine große Freude an sich. Und diese Osterzeit soll bei uns, kriegt Gott uns erinnern, und wir sollen immer weiter, jeder Tag soll wir uns erinnern, und wir sollen eine große Freude haben, dass Jesus ist abgestoßen von den Tod, und wir können von dem mit ihm top leben. Das ist eine große Freude. Für uns von dem ist es eine große Freude, dass Jesus ist vom Tod abgestoßen, und uns gibt es eine große Freude, dass wir nie Hoffnung haben in ihm, dass wir alle Tag Hoffnung haben, und uns gibt es eine Freude, dass wir können mit Jesus können sterben. Amen. Es soll uns immer wieder eine gute Freude geben. Viertens denkt wir nicht sehr genug daran, dass wir mit Jesus gestorben sind. All die, was Jesus am Glauben annehmen, die sterben mit Jesus taub. Wir sterben mit ihm und wir leben von dir mit ihm taub. Und das ist eine große Freude. Ich will uns durch was Versen bekicken und wollen uns betrachten, dass wir auch gestorben sind mit ihm taub. Ich glaube, das ist wichtig. In Römer 8, Vers 1 sagt es, dann ist nun nicht mehr zu verdammen an die, die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist dort verlangt. Er sagt hier so, wir sind nicht mehr zu verdammen, wir können nicht an Christus leben, wir leben nicht so, als der Geist dort verlangt. So, wir leben nicht mehr, Kinder Gottes, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht mehr so leben, so als uns Fleisch dort verlangt, aber so leben, als der Geist dort verlangt. Und um dort zu tun, dann müssen wir mit dem Geist Gemeinschaft haben. Wir müssen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, um zu weiten, was er verlangt. Oder das Wort Gottes lesen, und horchen und sein, was er zu sein hat, was verlangt dort von uns. Das ist wichtig, dass wir immer weiter sein, was Gott von uns verlangen wird. Und dass wir nur leben dann. Das heißt, der Geist, der durch Christus Jesus leben darf, hat mich durch sein Gesetz von der Sinn und von der Tod sein Gesetz frei gemacht. Er hat uns von Wort. Er hat uns von der Sinn frei gemacht und hat uns von das Gesetz von den Tod frei gemacht. Halleluja. Wir sind von der Sinn
vrij gemaakt. Van dat gezaad, van de verdammnis van de zin, zijn we vrij gemaakt. Dat we door Jezus gestorven zijn. Dat we kunnen aan am leven. Hebben we niet meer dat we brücken aan de zin leven. En ik geloof door aan te denken dat we niet meer aan de zin leven. Als een goede Norecht ons eraan te erinnern van jou, dat we brücken niet aan de zin leven. Ik geloof veelmaal hebben we Christen den Sinn, dat we zijn so schwach. Aber das sagt, wenn wir schwach sind, dann ist der Jesus mächtig an uns. So, wenn wir das erkennen, dass ich kann das nicht mit mir selbst, aber ich kann das durch den Jesus Gott, deswegen ist er mächtig an uns. Er ist mächtig an mich und an die. Und dort ist eine gute Nachricht, dort zu weiten, dass er ist mächtig an uns. Er ist lebendig an uns. Er gibt uns die Kraft, dass wir nicht brücken, so leben, als das Fleisch das verlangt, aber so, als der Jesus das verlangt. Galater 2, Vers 20 sagt, ich sehe mit Christus mitgekriegt sich. Dort sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebst, dort ist Christus, der an mir lebt. Und das zu denken, er sagt, als Wirklichkeit ist das nicht mehr ich, der du lebst, aber dort ist Christus an mir. Von der, wo wir uns sagen, dort mehrmal immer sein. Dort ist eigentlich nicht mehr ich, wer du lebst, aber dort ist Christus, der lebt an mir. Der lebt an mir. Dort leben, dort ich hier am Fleisch lebe ich am Glauben und Gott seinen Sehen, der mir Gott wir in sich selbst von mir handelt. Sie, wir leben an den Glauben und wir leben an dort, dort wir an den Jesus leben und nicht mehr an uns, nicht mehr das Fleisch an uns Kontrolle hat. Und das ist so viel wie meine Versen. In Römer Kapitel 6, und ich werde dort noch was Versen lesen. Vers 5 wieder, sagt, wenn wir mit Christus sind eingeworden, durch seinen Tod, aus heu ab sich nehmen, wo wir sicher auch ein mit am Tod abstunden vom Tod und vom Tod sind. Wir wollen abstunden vom Tod. Er sagt, dass wir wollen, dass wir an Christus sind, dass wir wollen die sein, was wir wollen abstunden mit am Tod und wir wollen mit am Tod leben und so weiter. Sagt, wir wollten, dass uns alle Menschen mit am Tod gekriegt ist, so dass mit unseren Sinnen Körper ein Einheit und wir den Sinn nicht mehr tun. Hier sagt er ganz klar, wir sind mit am Tod gestorben und nicht können wir ohne Sinn können wir leben mit am Tod. Jo, wir fallen einmal im Sinn und so weiter, aber wir leben nicht mehr glücklich an den Sinn, wegen wir haben nicht den Jesus Gottes an uns leben. Weil wir gestorben ist frei von Sinn. Wenn ich und die mit Jesus Tod gestorben sind wir nicht frei von der Sinn. Halleluja. Wir sind nicht frei von der Sinn. 8. Vers sagt es dort, wenn wir nie mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit am Tod leben wollen. Wir wollen auch mit am Tod eine Ewigkeit leben, sagt er. Den Tod, den er starb, hat er nur einmal gelitten. Und damit ist er von der Sinn los. Dort leben aber, dort er nie lebt, lebt er für Gott. Große Halt geht dafür, dass die von der Sinn tot sind, aber an Christus, Jesus, lebendig für Gott. Er sagt dort, dass wir sind nicht von der Sinn weich und lebendig für Gott. Er holt dort ewig und ewig und ewig. Einmal dann Frau, wie fragen, warum sagt der Mensch dort ewig und ewig? Wegen das Wort Gottes, der sagt dort ewig und ewig, dass uns dort nochmal soll deutlich werden, uns soll dort hier mal klicken, dass er hat das für uns getan. Er wiederholt dort und wiederholt dort, dass wir sollen dort verstehen können, uns soll dort deutlich werden, dass er ist gestorben und wir haben gestorben mit ihm und wir brauchen nicht mehr an den Sinn leben, aber wir können an den Jesus leben, an dem was Jesus leben darf. Und an der Kraft leben, an dem was Jesus leben darf. Halleluja. Er kam als Mensch, aber er lebt an der Kraft von Gott. Und wir als Kinder Gottes, wir leben an der Kraft von Gott. Dort ist, wo wir leben. Das andere ist wichtig, dass wir dort erkennen, dass wir sind Sehens und Dachten Gottes. Wir sind Sehens und Dachten von Gottes. Dort irgendwie, wir sind ein Sehn und eine Tochter von Gott. Er hat uns angenommen. Er nimmt uns an als seine Kinder. Er starb für uns, damit er uns annehmen als seine Kinder. Halleluja.
In Römer 8, 14 sagt es dit. Die von Gott seinen Geist gelehrt worden, sind Gott seine Kinder. Sie, wenn wir von Gott gelehrt worden, dann sind wir seine Kinder. Wenn wir uns luten von ihm lernen. Die haben nicht einen Sklavengeist gekriegt, dort die fürchten machen. Die haben einen Geist gekriegt, durch den Gott ihn annimmt als seine Kinder. Gott sagt, er nimmt uns an als seine Kinder. Und die ihm anrufen als Vater, lieber Vater. Sie, wir können nach ihm gehen. Wir sind seine Kinder geworden. Wir können nach ihm gehen und sagen, Vater und lieber Vater. Wir wollten das heute als ein guter Vater. Wenn wir kicken dann, wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist uns das einmal nicht so, als wenn heute ein guter Vater ist. Nicht? Aber Jesus sagt, wenn ihr mir gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Und was hat Jesus? Er kam und er weiß der Leib von dem Vater. Er weiß der Leib, er weiß, was der Menschen halten da. Er weiß, dass die, was eben wie in Sinn gefallen, in haben ein schlechtes Leben. Er kam und er reist nicht da, um bloß die zu treffen und zu wiesen. Dass er entleben da. Und dass die Hoffnung wird verehrt, wenn sie ein schweres Leben haben gehabt. Er kam und er reist nicht. Er sagt, ich will die das sein. Er sagt, entweder zu der Lepra oder zu der anderen. Er weiß, dass er lebt und er will ihn frei machen von dort. Er weiß seine Leib. Und dort wird der Vater Leib wiesen, immer weiter zu uns. Er wiest uns seine Leib. Und durch seine Leib können wir Pferde gehen. Durch seine Leib können wir seine Kinder sein. Wir können Kinder sein von den höchsten Gott. Wir können nicht mehr bloß, wir sind. Und wir sind die Kinder von den Kindern. Und wir können, es ist wichtig, dass wir jeden Tag ans Denken ernähren und denken, dass ich den König sein Kind. Und wenn der König viel hat, dann habe ich auch viel. Und wenn er mich von dir nicht dort lässt, was ich glaube, was ich von dir würde wählen oder so wieder, dann ist das du wegen, heute das verbessert an, dass wir das von dir nicht haben. Vielleicht würden wir uns verstorben an die Sachen oder so wieder. Vielleicht würden wir uns stolz tun oder so. Aber er hat das alle versorgt für uns. Er wird uns lehren. Und dann gleich wird es einer sagen, wir gehen alle durch Proben. Und einer sagt, wir gehen durch 10 Proben, gehen wir alle im Leben. Ich wollte nicht alle abnehmen, aber er sagt, wenn wir das zum ersten Mal nicht gemerkt haben, dann machen wir gehen den Test bis Eva, was wir erst dort merken, dann, was er uns kann, an der Stelle nennen, wo er uns segnen kann. Er wird uns nicht zu Schaden bringen, aber er wird uns immer wahrer durchhaben bringen. Und dass wir wollen sein, dass er ist gut und er ist ein guter Vater. Er läuft uns. Galater 4, Vers 8 sagt, in Welski, nie Gott seine Sehn sind, hat er uns seinen Sehn, seinen Geist und das Wort gegeben, der am anruft als Vater, lieber Vater. Und dann ja, mir noch einen Vers zu lesen, in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 18, sagt, ich will ihn Vater sein, und die sollen meine Sehns und Dachter sein, sagt der Allmächtige Herr. Sie sagt, dass er will der Vater sein über uns. Das ist nicht bloß, dass wir machen am Prachen, aber er sagt, ich will dein Vater sein. Ich will die lehren. Was tun die Vater? Die lehren ihre Kinder. Nicht? Männer und Früher, die lehren ihre Kinder. Und das ist, was Gott hat. Er will uns Kinder lehren. Weil wir können gute Kinder sein, weil wir können mature sein, weil wir können reich leben, wir können den Nächsten mit Leib behandeln, anstatt dass wir uns luten, Brücken von Soten und so wieder. Er läuft uns so sehr, dass er will unseren Charakter reich formen, dass wir wollen so einen Charakter haben, so als er hat. Und das braucht immer weiter, dass wir uns lernen, dass wir einen guten Charakter haben. Vielmal dann sagen wir, well, das ist, wer der Mensch ist. Nur der Mensch ist vielmal geformt, so als der abgewaschen ist. Das ist nicht, dass der Mensch Matze sein, aber der ist dort so geworden, so als der Ferien abgewaschen ist. Oder wir sind alle. Du haben wir haben verschiedenste Charakter und uns erst einmal danach, wenn wir noch in den selbsten Heim abgewaschen, sehr wie danach verschieden, aber dann ist das aber noch, dass wir Leute uns formen, durch dort, was wir durchgehen im Leben, und wenn wir nicht siegen durch Gott, will er uns verändern. Der andere gute Ding ist, was wir uns sollen an Ostern und erinnern, ist dort, dass Gott ist mit uns. Immanuel mit uns.
Matthäus 28, Vers 20 sagt het, en verloot je Pr.Abe, ik zie immer bij je, wat een eng van de wereld. Ook als Jezus hij geboren werd, dan kwam de engel naar Maria en hij zei, du wirst einen Sohn haben, die wollen sie Immanuel nennen. Und an Jesaja, du wartet geprophezeit, dass er wird Immanuel sein. Er ist Gott mit uns. Und dann denken, und kriegen dann, was alles ist, Gott ist von dir mit dir, das wird morgen mit dir sein, der wird immer mit dir sein. Er wird dich nicht verloren. Du einst mal wieder drehen uns in Regenfläche von Gott, aber er verlässt uns nicht. Er ist mit uns, er will mit uns sein, er will uns leiden, er will uns führen. Du bist wie horchen tun. Und dass wir du sein, weil er ist mit uns. Er ist du bei dir. Wenn du in der Arbeit bist, dann ist er du bei dir. Wenn du am Gebet bist, dann ist er mit dir. Wenn du auf dem Weg bist, oder bei der Tüß und du schaffst Tüß im Haus, wo immer du bist, du ist er mit dir. Und er läuft dir. Und er ist dein Führer. Es ist eine gute Zeit, es ist eine gute Norecht, uns erinnern, dass er ist uns guter Führer. Das andere Ding ist, wo wir uns immer wahre sollen erinnern, ist dort, dass er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. 4. Mose 23, Vers 19 sagt es das. Gott ist nicht ein Mensch, der du lieben wird. Oder der Sehen von einem Mensch, dass er sich anders, dass er auf seinen Sinn ändern wird. Soll er dort sein, soll er was gesagt, dann wird er dort holen. Und dann sagt er wieder, wenn er was sagt, dann wird er holen. Soll er was reden, dann wird er sich daran holen, sagt er. Er wird immer wahrer jetzt tun. Dort wird er sein, dort wird er tun. Er sagt, der wird nicht dort sich anders merken. Er ist ein Gott von Wahrheit. Und was immer er uns versprechen hat an das Wort Gottes, und was er uns versprechen hat, dort wird er tun, dort wird er komplett. Wegen er ist nicht ein Gott, was du lieben wird. Er ist da, was uns der gute Norecht bringt. Er ist da, was du sagst, du bist mein Kind. Und ich gebe dir meinen Yes. Und ich gebe dir meine Kraft und ich gebe dir die Autorität. Und ich gebe dir Sieg. Ich gebe dir Hoffnung. Ich gebe dir, du kannst alles besiegen auf diese Erde. Das ist eine gute Norecht. De trüge van dat alles is dit. Dat we geloven de leven is een dollar veel meer als de waarheid. Dat wat God gezegd heeft, wat God zegt in zijn woord. De waarheid is voor een schwaar aan te nemen. Aber de leven is wat we hier, dan zijn onze oren groot op. En ik wil ons van die motor spreken. We leven naar de goede Norecht harten. Wings de goede Norecht, der wordt ons hoopning geven. De goede Norecht, der wordt ons leven brengen. Maar weet je, wanneer we de slechte Norecht harten doen, dan redt ons dat doel, dan worden we aanmoedig, dan worden we doelgericht, dan komen we aan depression aan. En dat wil we van deze dagen, in de tijd waar we ben leven, de mensen die sterven niet bloos aan dat ze vielleicht wir hören von dem Virus und so weiter. Nur dass sie sterben wegen sie leben an der Angst und sie nehmen sich dort Leben und all seine Dinge ist dort. Und so ist es wichtig, dass wir abkicken und kicken, was Gott sagt, dass er wird alle Tag mit mir und mit dir sein. Kein Wort passieren in der Welt. Er wird danach mit uns sein. Er wird für uns versorgen. Er wird uns halten. Er wird uns segnen. Er wird uns segnen. Ich glaube, was Gott will in dieser Zeit ist dort. Dass die Kinder Gottes in der ganzen Welt, Menschen, dass sie sich in den Arm drehen wollen. Wir hier noch stehen, dass Menschen, die fangen da von Gott zu reden. Aber ich glaube, auch für wir als Kinder Gottes, wir sollen uns da an Gott drehen. Wir sollen da konzentriert sein und Gemeinschaft haben mit ihm. Und horchen, was die Jesus Gottes uns sagt. Und horchen, was er an seinem Wort uns versprochen hat. Wegen er will uns leiden und er will uns führen. Er will uns brücken in dieser Zeit. Er will uns brücken.
So werden wir die Goede Norecht uitbrengen. Dat Jezus als uit de Kraft uitgekomen, siegreich, auferstehende Kraft, heeft hij en heeft ons met onvertrouwd met deze Kraft. Dat wil we kunnen verder weggaan. Dat als tijd dat het volk, dat de wereld zich ramdraait, dat de boze deed. Dat als tijd dat we kijken doen naar onze levens en zeggen, wat ik niet nog beter kan doen, als wat ik wat van jou gedaan heb. Ga ik dat zijn nu betracht, dat ik dan gestorven met Jezus, en ik leef niet meer aan de zin, ik leef niet aan den Sieg, ik leef niet aan den Geest Gottes. Dat is in werkelijkheid niet meer ik wil leven, maar als God, der ik mijn leven deed. We hebben ons van jou, ons aan dat herinneren, dat is eigenlijk Jezus, dat is de Geest Gottes, wat aan ons leven deed, en niet meer wie. We doen nog streven, we doen nog trachten, dat we dort worden zijn, dat we worden zieken, en zo leven zoals Jezus leeft. Want wenn we zo leven zoals Jezus, dan brengen we Goede Norecht, alle wegen wo we gaan. Dan brengen we hoopning te doen wat het dieste is. Dan brengen we licht te dat dieste. Dan brengen we vrede doen wat het treurig is. Dat heeft God mij en die beroepen. Himmlische Vader, ik dank die. Himmlische Vader, ik dank die dat we kunnen van jou naar die komen. Ik dank die dat die ons hast een Goede Norecht gegeven. Ik dank die Jezus dat die afstand van triet, van den uit de graaf uitkomt, siegreich. Ik dank die dat dit te de rechterhand van den Vader was. En ik dank die Vader dat we kunnen die naam als Vader en lieve Vader. Ik weet van jou, van de woord bedrekking is, ik weet dat de woord die leven en die vrede ervaren wat die ons brengt, is Jezus. Herr, we erkennen dat we zijn veel meer kort gevallen en we gaan ons eenmaal niet zijn, nog niet die gedreht. We vragen dat die ons wordt vergeven. Vragen dat die ons wordt vergeven en wordt ons gnädig zijn. En Herr, we vragen dat zoals we ons niet die drehen, dat die ons wordt naar ons komen, die wordt ons land huilen. Die wordt de wereld huilen van alle verbreken en van alle krankheden. Dat die wordt met die herrlichkeit raufkommen. Wo immer die von dir befängst, musst du die Liebe Gottes erfahren in diesem Moment. Halleluja. Halleluja, Jesus, dass du bist. So ein gnädiger Gott. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesus.
Halleluja. Hij is voor Emma, zijn leven is voor Emma. So, ik wens je plus een goede Ostertijd. Als je thuis zijn met je familie, wo immer je alle zijn, ik wens je Gottes Segen, wens je genoeg. Ik weet best dat je genoeg wat met je zijn in de vrede van Jezus, wat met je zijn, wo immer je gaan. In noemen Jezus, had een goede tijd.